Ein schönes Willkommen nochmal an alle von nah und fern. Ich stelle mich kurz vor, mein Name ist Britta Dahlberg vom Frankfurter Ring. Ihr habt hier hinten auf meinem entsprechenden Tafel unsere Webseite. Wir organisieren Fedor jetzt schon seit mehreren Jahren und nicht nur online, sondern auch live in Frankfurt und freuen uns über diese mehrjährige Freundschaft und über die tollen Programme, die Fedor macht und über die unzähligen, wirklich unzähligen zufriedenen Teilnehmer. Ich weiß nicht, ich glaube nur, wenn mal eine Mail nicht kommt, bekommen wir eine Beschwerde. Das ist, glaube ich, das Einzige, was wir mal an Kritik bekommen. Aber Fedors Arbeit ist einfach überzeugend und menschlich ist er auch sowas von einem wunderbaren Lehrer. Ihr werdet es merken, wir lieben ihn wirklich in allen Aspekten. Und auch seine Familie, die kennen wir auch, seine Frau, seine Tochter, die werdet ihr vielleicht auch schon kennen zum Teil. Die Familie ist auch integriert in diese Arbeit. Er ist der Augentrainer, sie ist Yoga-Lehrerin. Die Kleine ist noch zu klein, die ist erstmal nur Tochter. Und die kommen auch wieder zu uns jetzt im November. Das heißt also, er kommt alleine zum Frankfurter Ring und wird hier vor Ort ein Seminar geben. Ich möchte es gleich zu Beginn erwähnen, am 28. oder 29. Oktober. Da kann man an einem Tag oder an beiden Tagen teilnehmen und die Informationen bekommt ihr noch zugeschickt, wo das ist. Das ist hier sehr zentral, gibt es einen sehr schönen Seminarraum, Parkhaus in der Nähe. Und wir sorgen auch dafür, dass ihr mittags immer versorgt seid und so weiter. Also, das ist immer ein Gewinn, wenn ihr persönlich kommt, weil es gibt ja dann auch die Pausen und in denen könnt ihr noch den Fedor mehr von ihm rauskriegen. Haha. Aber online geht's auch. Ihr könnt also auch im Zoom bleiben, so wie heute Abend, euch mal gemütlich zu Hause auf dem Sofa machen und mit uns die Übungen machen und die Vorträge hören, euch Notizen machen und alle bekommen die Aufzeichnung. Egal, ob ihr vor Ort seid oder ob ihr online seid, hinterher gibt es auch die Aufzeichnung. Unsere von heute, die bekommt ihr schon morgen. Und da würde ich auch nochmal ganz herzlich bitten, schaut, dass ihr die an liebe Menschen auch weiterschickt, denn das, was Fedor macht, ist heute für so viele Menschen von Nutzen und wertvoll, dass man gar nicht genug Gutes tun kann damit, dass man Freunde darauf aufmerksam macht. Denn wir können sehr, sehr viel für unsere Augen tun und das werdet ihr ja auch heute hören. Wichtig ist natürlich immer, man muss an den Sachen dranbleiben, wie bei jedem Sport, bei allem, wo wir unsere Erfolge uns sichern wollen, geht es immer dabei, nicht nur einmal heute Abend mitzumachen, sondern dann doch auch mehr für sich. Deswegen hat Fedor auch ein schönes neues Buch geschrieben. Es gibt das erste Buch, aber heute, ich habe schon das erste Exemplar wieder in der Hand, gibt es ein neues Büchlein von ihm, Gesundes Sehverhalten. Wie stoppt man in beliebigen Alter? Ihr hört es laut. Unsere Ältesten waren über 90 und die haben auch profitiert. Und wie stoppt man in beliebigem Alter eine Verschlechterung der Augen? Und da hat er seine neuesten Erkenntnisse und auch Praxisübungen zum Mitmachen sozusagen nochmal integriert. Könnt ihr bei ihm bekommen auf seiner Webseite. Er wird das euch sicher auch nochmal mitteilen. 25 €. Wird hier von Deutschland versendet und abgewickelt aber über Fedors Bankverbindung. Also so, dass ihr da auf jeden Fall alles korrekt auch abrechnen könnt. So, auf dem Kurs haben wir natürlich das Buch da. Wir werden auch mit Lochbrillen vor Ort, das ist ja auch immer ein Thema, was haben. Und auch die Augentropfen wird es wieder geben. Das sind immer so Sachen, nach denen wir viel gefragt werden. Also das ist der Vorteil auch vom Live dabei sein. Und wenn ihr heute bis zum Ende kommt, was ich sehr hoffe, auch live noch dabei seid, dann könnt ihr, die noch nicht sich angemeldet haben, noch einen Gewinn abräumen. 10% Rabatt auf die Teilnahme am Workshop.
wenn ihr euch bis zum 22. Oktober anmeldet. Die schon Angemeldeten bekommen 10% auf eine Einzelsitzung. Auch nicht schlecht. Also, wenn ihr Lust habt, zum Seminar zu kommen, heute Abend die Entscheidung treffen wollt, dann bucht auch schnell und dann wird euch das Fedor nachher nochmal erklären, wo ihr euch meldet und um auch diese 10% dann wahrnehmen zu können. Einzelsitzung oder 10% auf den Workshop gibt es dann. Okay, Fedor, I think this is now your turn. Ich muss sagen, Fedor lernt eifrig Deutsch. Also wir brauchen zwar die Margarita auf jeden Fall noch, das ist unsere Übersetzerin, die seht ihr auch oben vielleicht im Bild links, da winkt sie euch. Margarita ist an unserer Seite seit Anbeginn und macht ganz viel im Übersetzungsbereich und auch heute, damit es smooth geht, aber ich weiß, dass Fedor immer besser wird im Deutschen und immer mal wieder ein paar Worte reinbringt und uns dann mit zum Lachen bringt oder auch zum erstaunt gucken. Also mal sehen, ob er heute gemischt redet, aber er versteht auch ganz gut mit. Ne? Aber wenn ihr nicht sicher seid, ist halt Margarita da, dann könnt ihr den Chat nutzen und dort reinschreiben. Eure Fragen, die könnt ihr auch auf Deutsch formulieren, ist kein Problem. Margarita kann die auch mal vorlesen, wenn es gar nicht, muss nicht auf Englisch sein. Gell? Schaffen wir. Irgendwie schaffen wir es. So, ich weiß nicht, ob der Fedor jetzt da ist. Ich hoffe. Fedor, are you ready? Yes, I'm ready. Shall I start? Yeah. Then you can start and just I check out. Yes. So, see you soon in Frankfurt. Yes, thank you very much. Thank you. Wunderbar. Thank you. Britta, thank you everybody for coming and I'm very happy to greet you all. Ja, vielen Dank, Britta, und vielen Dank an alle, die ihr heute hier seid. Ich freue mich, euch sehr hier heute zu begrüßen. I'm really here for you to have just a friendly conversation online. So you could ask your questions and I could give more details about my work, what I'm doing, what is my story and so on. Ich bin heute hier einfach, um mit euch eine angenehme und schöne Unterhaltung zu haben. Das heißt, ihr könnt einfach eure Fragen hier heute stellen und ich bin einfach hier, um meine Geschichte zu erzählen und ihr könnt einfach Fragen stellen. Yeah, and of course I will give you the exercises because when you registered 90% of your expectations was just some exercises. Of course we will practice. But mostly I would expect from you some questions, whatever disturbs you, some personal problems that we could also discuss after I share my story, after I share the method that I represent. Und natürlich werden wir auch ein paar Übungen machen. Ich werde euch ein paar Übungen geben, denn ich weiß natürlich, viele von euch haben sich hier heute registriert, weil sie natürlich auch die Erwartung haben, ein paar Übungen zu bekommen. Und ich werde natürlich danach auch meine Geschichte teilen und ich bin aber offen dafür, auch eure Geschichten heute zu hören, eure persönlichen Fragen, die ihr stellen könnt, nachdem ich eben meine Methode auch vorgestellt habe. Yeah, we have 2 webinar rooms and some people prefer to go to the extra room. So I will watch both rooms. If you have questions, you can use charts in both rooms. They're both functioning. Und wir haben heute 2 Zoom-Räume und beide funktionieren. Also ihr könnt auch in beiden die Chat-Funktion nutzen und eure Fragen dort stellen. Okay. So first, let me give you more information about my team, about how we work together and about the method that I represent. Aber lass mich zuerst einmal das Team von mir vorstellen und wie wir zusammenarbeiten und die Methode natürlich, die ich repräsentiere. Yeah. Our main partner that organizes this event and other events in Frankfurt is Frankfurt Ring, and I'm happy to collaborate
with Britta Dachelberg and all her team. We're doing great things together, and we hope that you like it. Natürlich ein wichtiger Partner, mit dem wir jetzt schon sehr lange zusammenarbeiten, ist der Frankfurter Ring mit Britta Dahlberg. Und ich hoffe, dass wir noch sehr lange miteinander arbeiten und ihr das auch mögt, diese Zusammenarbeit. Yeah. I also collaborate with the ophthalmologist with more than 25 years of experience, Lil Ungvari from Hungary. Und ich arbeite auch mit einer Augenärztin schon seit langem zusammen, mit Ulla Umbari aus Ungarn. Sie ist seit mehr als 25 Jahren Augenärztin. And also in Vision Academy, we have a professional yoga teacher, my wife, Alona Simonova, and she helps us to correct your posture and flexibility of the body. Und wir haben in dem Vision Academy Team natürlich auch Ilona Simonova. Sie ist meine Frau und sie ist eine professionelle Yoga-Lehrerin. Das heißt, sie sorgt dafür, dass wir eine gute Haltung einnehmen können, was auch sehr wichtig ist. And I'm responsible for your eye training and Qigong exercises, energy practices. Und ich bin zuständig für das Sehtraining und auch natürlich für die Qigong-Übungen, das heißt also für die Energieübungen. But the first question I would like to answer is how much time does it usually take to recover your eyesight? And I will tell you my story just in 2 words and the conclusions that I've made after my story. Aber die Frage, die ich natürlich oft bekomme, ist, wie lange dauert es, bis man seine Sehkraft wiederhergestellt hat? Und da möchte ich auch gerne meine Geschichte teilen und natürlich die Schlussfolgerungen, die ich daraus gezogen habe. Yeah. Actually, I'm saying hello you from Montenegro. Yeah. Now I live in Montenegro. Aber als erstes möchte ich euch natürlich mal viele Grüße aus Montenegro schicken. Ich wohne gerade in Montenegro. This is the small country, the sea country, which is the ex-part of ex-Yugoslavia. Und Montenegro liegt am Mittelmeer und das ist im ehemaligen Jugoslawien. Yeah, there was Yugoslavia and then it was split into Serbia, North Macedonia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro. Also Jugoslawien wurde ja aufgeteilt in Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro und genau, das vierte noch. Yeah, that was a big country. Geography. But I moved here 1 year and a half, and before I moved here, I used to live in Russia. I'm from Siberia. Und ich bin vor 1,5 Jahren hierher gezogen. Ich habe früher in Russland gelebt. Ich bin aus Sibirien. Yeah, and when the first problems that I experienced were in my childhood. Yeah, when my eyes were looking differently. I had a problem with the weaker eye and stronger eye. Und natürlich, das, wo ich lebte, habe ich eine Erfahrung gemacht, dass ich als Kind zum Beispiel, habe ich etwas anders gesehen. Ich hatte ein schwächeres und ein stärkeres Auge. So I used to have a strabismus in my childhood. Also ich habe als Kind geschielt. Yeah, and I was lucky. My mother found a very good doctor, and this doctor showed me some exercises, and I didn't have to do any operation with strabismus. Und ich hatte Glück, denn meine Mutter, die kannte einen sehr guten Augenarzt oder einen sehr guten Arzt, und der hat mir ein paar Übungen gezeigt und ich musste keine Operation machen. Yeah, and also when I finished my university, I started working on PC, and then real problems showed up. So I had real problems with my eyes. Und als ich dann mit der Uni fertig war, und ich wirklich viel gearbeitet habe, da habe ich dann wirklich Probleme mit den Augen bekommen. Da haben dann die wirklichen Augenprobleme begonnen. So I had to work on PC a lot. My eyes were red. I had a headache. It was really terrible. Also ich musste viel am Computer arbeiten. Ich hatte Kopfschmerzen und immer gerötete Augen. Also es war wirklich schrecklich. Yeah, I used to have
myopic, yeah, so I had myopia, Also ich war kurzsichtig. yeah, and I could barely see the first line in the eye chart at the distance of 5 meters, Und ich or even 3 konnte, meters. ich konnte auf eine Entfernung von 3 Metern nicht mal die erste Linie von der Seetafel lesen. The eye doctor recommended me first to wear glasses, then suggested wearing contact lenses, and afterwards, after half of a year, he suggested thinking about the operation. Also er begann mir als erstes eine Brille zu empfehlen und dann später Kontaktlinsen und nach einem halben Jahr ungefähr empfahl er mir, mich operieren zu lassen. Yeah, and of course, like you, I was starting to think, what can I do with my eyes to help my eyes? What exercises can I do? Shall I look up and down, right and left, do circles, do rectangles, and so on? Und natürlich, so wie ihr jetzt auch, ich habe mir überlegt, was kann ich denn wirklich tun, um meine Augen zu verbessern? Soll ich jetzt damit beginnen, diese Augenübungen zu machen, nach oben, nach unten, links und Ja. rechts und Write in the chart if you are in the same situation. When you realize your vision is getting worse and you are trying to do something, to do any exercises, up and down, left and right, look for any exercises on the internet. Also schreibt gerne in den Chat, wenn ihr das auch habt, dass ihr merkt, dass eure Augen schlechter werden und dass ihr vielleicht nach Augenübungen sucht, wo man eben nach oben, nach unten, links und rechts schaut. Und teilt das gerne im Chat. Yeah, I used to be in the same position as you. Ich war genau in derselben Position wie ihr So I jetzt started auch. trying different things and nothing really helped. Ich habe einfach verschiedene Dinge ausprobiert und nichts hat so richtig geholfen. I did some exercises and the effect was very minimum, and also for some exercises it had the opposite effect, it got worse. Und bei manchen Übungen, die ich gemacht habe, da habe ich schon ein bisschen einen Effekt gehabt, aber der Effekt war sehr klein, also sehr gering. Und dann habe ich bei anderen Übungen einen gegenteiligen Effekt gespürt und die Augen wurden sogar schlechter. Yeah, for example, after some exercises I could feel pain in my muscles. I felt so chronic pain in my eyes that it was very disturbing for me. Denn nach manchen Übungen hatte ich sogar richtige Schmerzen in meinen Augenmuskeln. Also das hat sich richtig störend angefühlt. Yeah, and of course I realized that these exercises was not the best way to solve my problems. So I was looking for something new, and I actually found the tool that was like a victory for me, you know. It was the energy practices. Und ich habe also festgestellt, dass diese Übungen für mich nicht wirklich die richtige Möglichkeit sind, um die Augen zu verbessern. Und da habe ich ja etwas Neues gefunden und das war die Energiepraxis. Yeah, and luckily it was so effective for me that I removed all the tension from my eyes. I removed the tension from my body, from my mind, and I could work effectively on PC, and finally I got recovered. Und das hat für mich so gut funktioniert, dass ich in der Lage war, die Spannungen aus meinen Augen zu lösen, auch die Spannungen aus meinem Körper und auch aus meiner Psyche. Und das hat so effektiv gewirkt, dass ich eben auch weiterhin am PC arbeiten konnte. And it could be the end of the story if another problem came up, yeah? So the friends, the people who knew me started to ask me for help, and I started sharing my knowledge with them. Also das hätte natürlich jetzt das Ende der Geschichte sein können, aber dann kam ein anderes Problem auf. Und zwar kamen Freunde zu mir und baten mich um Hilfe, was ich für sie tun könnte, um auf ihre Sehkraft zu verbessern. And we had a group, and some clients were very good, and they got very good results. But some didn't get anything, and I was puzzled. Why is so?
Und wir waren also eine Gruppe von Leuten und manche hatten sehr gute Resultate mit diesen Übungen, aber bei manchen Leuten hat es überhaupt nicht funktioniert. So the conclusion was very obvious that if you're using just one tool, for example, energy practices, it work for just some part, for some people, but for some people it won't work at all, or they are not ready to get this tool. Und die Erkenntnis war eben, dass wenn man nur ein Werkzeug verwendet, dass es gut funktioniert für eine bestimmte Gruppe von Menschen, aber für andere Menschen vielleicht verändert das gar nichts. But I really wanted to help as many people as possible. So I started collaborating with other teachers and starting to get other tools to improve the eyesight. And finally, I created the method that help not only to heal the eyes, but also to recover the whole body. Aber ich wollte natürlich allen Leuten helfen, nicht nur einem Teil der Leute. Und so habe ich eben angefangen, mich mit anderen Trainern auch zu vernetzen und diese Methode eben zu kreieren, die eben nicht nur dabei hilft, die Sehkraft wiederherzustellen, sondern eben auch den Körper zu heilen. Yeah. And while I was enhancing the method, I added different tools like psychosomatic tools to remove psychosomatic causes of the eye problems, eye gymnastics. Und während ich also diese Methode entwickelte, begann ich eben verschiedene Werkzeuge mit zu integrieren, eben psychosomatische Methoden und eben natürlich auch Augengymnastik. Yeah, posture exercises, because it turned out that for some people it's the real cause of their problem. If your posture is like this, if you're sitting on PC, what a sense for you to do the eye training, you should work with your neck, with your posture. Und ich begann natürlich auch Übungen für die Haltung mit einzubauen, denn natürlich für manche Leute ist das sehr wichtig. Was für einen Sinn macht das, wenn jemand Augenübungen macht, wenn jemand eine schlechte Haltung hat und den ganzen Tag vor dem PC sitzt? So the method grew up, and in my opinion it was perfect, and then we had different formats of the training. Und so natürlich begann die Methode zu wachsen und wir hatten einfach dann verschiedene Formate des Trainings. Yeah, the first format that we thought, it was intense training, like you are training and then you do something else when you are at home. Also unser erstes Format war eben ein intensives Training, dass wir gedacht haben, okay, man macht das erstmal sehr intensiv und macht dann weitere Dinge, wenn man dann zu Hause ist. And there was another problem. Und da ist ein anderes Problem aufgetaucht. When people train, they get the results. When people stop training, their results are getting lost. Denn wenn Menschen die Übungen machen und trainieren, dann bekommen sie gute Resultate. Aber wenn sie mit den Übungen aufhören, dann werden auch die Resultate wieder schlechter. Yeah, right in the chart, if you think of this question, shall I practice to improve my eyesight all life long? Does this question is really relevant for you? Right in the chart. Also, schreibt das gerne in den Chat, wenn ihr das wissen wollt, wenn man die Augenübung macht, ob man sie sein Leben lang machen muss. So the earliest version of the method that I created was working only if you practice it. Also die erste Methode, die ich kreiert habe, die hat nur funktioniert, wenn du wirklich immer geübt hast. But then I suddenly realized the mission while I'm here, while I'm breathing the air. So over 25 years of my life, I started to realize my mission. Aber dann wurde ich mir meiner Mission bewusst. Also nach 25 Jahren wurde mir endlich meine Mission bewusst.
So I started to work with children. Ich habe begonnen, mit Kindern zu arbeiten. And when I started working with children, I realized the real causes of eye problems. Und als ich mit Kindern begonnen habe zu arbeiten, wurde mir bewusst, was die wahren Gründe von Sehstörungen sind. And they changed the method to make it so effective that if you practice it, or if you don't practice it, your vision will not get worse. Und das hat meine Methode so effektiv verändert, dass wenn du trainierst und die gute Resultate damit erzielst, dass die nicht mehr wieder schlechter werden. How is it possible? You could answer. You could ask me. Und wie ist das möglich, könntest du jetzt fragen? Yeah. Remember the miracle number, which is 15. Erinnere dich bitte jetzt an die magische Zahl 15. Yeah. I have written my new book that Britta mentioned, and this book is called Healthy Vision Behavior. Ich habe ein neues Buch geschrieben und das, was Britta Dahlberg vorhin erwähnt hat, und das nennt sich gesundes Sehverhalten. Yeah. So the healthy visual behavior is 15 healthy habits that cover not only the eyesight, but the whole body, the way of thinking. Also das beinhaltet 15 gesunde Angewohnheiten oder Verhaltensweisen, die eben nicht nur deinen Körper betreffen, aber auch deine Art zu denken. And after you study these 15 healthy habits, and after you integrate them in your daily life, I guarantee that your vision will not deteriorate anymore. Und wenn du diese 15 Punkte, diese 15 Verhaltensweisen und Angewohnheiten studiert und verinnerlicht hast, dann wirst du feststellen, dass sich deine Sehkraft nicht weiter verschlechtert. The question is, how much time and how much effort does it take to integrate all these 15 habits? And what are those habits? Die Frage ist, wie viel Zeit braucht es, diese 15 Gewohnheiten zu integrieren, und was sind das überhaupt für Gewohnheiten? Yeah. Usually it takes from 1 to 3 months to study all these habits and to integrate them. Normalerweise dauert es 1 bis 3 Monate, alle diese Gewohnheiten zu studieren und zu integrieren. So this is the fundamental difference of my method with any other methods. Und das ist der fundamentale Unterschied von meiner Methode im Gegensatz zu anderen Methoden. So it's based on habits. Denn sie basiert auf Angewohnheiten, auf Gewohnheiten. Yeah, it gives you the guarantee that your vision will not get worse after you stop practicing the method. That's the main difference. Sie gibt dir die Garantie, dass dein Sehen nicht mehr schlechter wird, auch wenn du mit dem Sehtraining aufhörst. And what is also important is that through my method, I broadcast you my mission. And my mission is to save the planet from children with eye problems. Und natürlich darfst du auch nicht vergessen, denn wenn du mit mir studierst, sende ich dir ja auch meine Mission. Und meine Mission ist es, den Planeten also die Kinder des Planetens von schlechtem Sehen zu retten. So after you learn and integrate all those habits in your daily life, please take the commitment
to teach these habits, to teach the children you know with all these habits. Und deshalb, wenn du alle diese gesunden Gewohnheiten und alle diese Dinge integriert hast und gelernt und integriert hast, dann bitte tu mir den Gefallen und gib das eben weiter an Kinder, dass auch die Kinder diese Gewohnheiten lernen. If you have your own children, or if you have grandchildren, or if you have your friends' children, please share this information with them. This is the main thing. Vielleicht hast du eigene Kinder oder Enkel oder andere Kinder in deiner Familie und Umgebung. Und das ist wirklich das Wichtigste, mein wichtigstes Anliegen. Yeah. So I have to tell you a lot, like some stories from my experience. Also ich möchte euch gerne auch ein paar Geschichten mal aus meiner Erfahrung teilen. Yeah. Nowadays I spend the first half of my day for children and the second half for adults. Im Moment verbringe ich den Vormittag, einen halben Tag also mit der Arbeit mit Kindern und am Nachmittag, also die zweite Tageshälfte mit der Arbeit mit Erwachsenen. So I know lots of stories with some parents who don't care about their children enough. Und da kenne ich genügend Geschichten von Eltern, denen ihre Kinder nicht wichtig genug sind. Yeah. They really do crazy things and then they realize it, and when they realize it, it takes much effort to fix it up afterwards. Sie machen manchmal sehr viele verrückte Dinge und dann stellen sie im Nachhinein fest, dass es sehr viel Zeit braucht, um das wieder herzustellen oder zu korrigieren. I will give you a few examples and you could go back to your childhood and think how your vision was deteriorating. Ihr könnt auch jetzt mal an eure Kindheit denken und wie sich eure Sehkraft vielleicht verschlechtert hat. The main mistake that many parents do these times, they show their children cartoons. Den großen Fehler, den viele Eltern jetzt tun, ist, dass sie ihren Kindern die Cartoons zeigen. Yeah, their eyes are not ready for this. Und die Augen der kleinen Kinder sind einfach noch nicht bereit dafür. They spend very little time outside and they spend lots of time inside. Sie verbringen sehr viel Zeit in Innenräumen und verbringen zu wenig Zeit im Freien. Yeah, they like computer games and everything, and this is crazy things. Und sie spielen Computerspiele und so weiter, und das sind wirklich verrückte Dinge für die Augen. Yeah, parents do not notice when some children, or maybe you also have this habit, yeah, when you are looking at some object at the wrong angle. Und manche haben auch diese Angewohnheit, vielleicht hast du diese Angewohnheit auch, dass du auf einen Gegenstand in einem falschen Winkel schaust. Also Yeah, so ein for bisschen example, seitlich. I have two Canadians who've come here, my clients, they come here to Montenegro for 1 month and they come to me and we have private lessons every day here while they are here. Also zum Beispiel habe ich 2 Kanadier, das sind 2 Kunden, und sie kommen für 1 Monat hierher, um Privatunterricht zu nehmen. Yeah, there is a lady and her daughter, and the daughter is looking at me like this. Also das ist eine Mutter mit ihrer Tochter, und die Tochter, die schaut mich immer so ein bisschen seitlich an. Yeah, so this is the principle. This is the break of the principle of central fixation. So please write it down. This is one of the main fundamental visual habits, which is called central fixation. When you are looking at some object
you should look with both eyes at the straight angle, not like this, not like this, not like this, only with both eyes, putting the object in the center of your eyes. Und das ist das Prinzip eben des zentralen Fixierens. Das heißt also, dass du das Objekt wirklich genau im Zentrum deiner Augen sich befindet. Das heißt, du schaust es nicht also mit seitlich gedrehtem Kopf an. Also das schreibt bitte drauf, das ist wirklich ein sehr wichtiges Prinzip. And again, if you have a different tonus of the neck muscles, the head position for you can be also incorrect. Und wenn du Schwierigkeiten mit dem Muskeltonus im Nacken hast, dann kann natürlich auch die Position deines Kopfes nicht ganz korrekt sein. I have a very simple test for you. So, Ich habe einen ganz einfachen Test für euch. take off your glasses Nehmt eure Brillen bitte ab and turn your head on the left and on the right. und dreht jetzt den Kopf von links nach rechts. And just compare the tonus of your neck muscles, if it's the same or not. Und vergleicht jetzt bitte einfach den Tonus von eurer Nackenmuskulatur. Ist das auf beiden Seiten gleich? And another test. Look at one point in the screen, for example, and turn your head on the left, and then turn your head on the right, and just compare the sensations, if they're the same or not. Und jetzt ein weiterer Test. Schaut auf einen Punkt auf eurem Bildschirm und dreht jetzt den Kopf von links nach rechts und beobachtet einfach, fühlt sich das gleich an oder gibt es da einen Unterschied zwischen links und rechts? For example, look at your finger. Du kannst zum Beispiel auch auf deinen Finger schauen. Yeah, and let me have a look at you in the camera. Lass mich das einfach mal anschauen. Yeah, for example, Wolfgang, you have the bad habit of looking down. This is your problem. Zum Beispiel Wolfgang, du hast die Gewohnheit, die nicht so gut ist, nach unten zu gucken. Also das wird dein Problem sein, das deiner Probleme sein. Oh, Dietmar. Hello. Glad to see you. Ah, Dietmar, schön dich zu sehen. Yeah, so Katja, Katjani, ja, Katja. Ohne Brille bitte. So, du schaust auf deine Finger und du drehst deinen Kopf von Seite zu Seite. Und vergleiche Empfindungen in deine Nackenmuskeln. Ja? Ist es gleich oder unterschiedlich? Ja. So, if you would like to have a clear eyesight, you should correct this habit. You should make sure that your head is moving Also along the straight line here. wenn du also ein gesundes Sehverhalten haben willst, dann musst du einfach schauen, dass dein Kopf gerade ist und sich auch auf einer geraden Linie bewegt, von links nach rechts. And one of the also fundamental habits that you should work on is when you are looking at something, you are scanning your eyes, you are scanning the space with your eyes.
Und als nächstes, wenn du etwas anschaust, dann solltest du erstmal den Raum mit deinen Augen scannen. And when you see something interesting, you move your eyes first, and then you move the neck and the head towards this object. Und dann, wenn du etwas Interessantes siehst, dann bewegst du deinen Kopf in Richtung dieses Gegenstandes. Yeah. So please write it down, because these are fundamental things that you could also correct in yourself, and also correct for your children and grandchildren. Also schreibt es bitte auf, denn das ist etwas, was ihr korrigieren könnt in eurem eigenen Verhalten und aber auch im Verhalten eurer Kinder und Enkel. What's happening if you are looking at this angle? Was passiert, wenn ihr zum Beispiel aus diesem Blickwinkel herausschaut? First, astigmatism, Als erstes natürlich eine Hornhautverkrümmung. and second problem is a weaker eye and a stronger eye. Und als außerdem ein schwächeres und ein stärkeres Auge. Two big problems. Und das sind zwei nicht unerhebliche Probleme. Sometimes you could also have a strabismus. Und du könntest außerdem auch ein bisschen schieläugig sein. Very simple problem, very simple habit, yeah, but three problems. It creates three problems. Das ist eine ganz einfache Gewohnheit, aber daraus resultieren 3 Augenprobleme. Yeah. How can you train your eyes looking up and down, left and right, if you are looking at this angle? Yeah, no sense, right? Also wie kannst du deine Augen trainieren, mit Übungen von oben nach unten zu schauen, wenn du aus einem schrägen Winkel herausschaust? Another very important habit that you should also try to correct. Und es gibt noch eine andere Gewohnheit, die du versuchen solltest zu korrigieren. Relaxed gaze. Ein entspannter Blick. Ja, entspannten Blick. Ja. So, wir haben einen sehr einfachen Test. So, schließ deine Augen und spüre deine Muskeln in deine Augen. So spüre, wann du hast eine Anspannung in deinen Augen oder nicht. Es ist sehr subjektiv, aber du kannst das spüren, kein Problem, ja? Schließe deine Augen und spüre eine Anspannung in deine Augenmuskeln und alles. Und öffne deine Augen. Und schreibe das in Chart, bitte. Ja oder nein. Minus oder plus. Sehr einfach. Du brauchst keine Maschine für dieses einfachen Test. Du brauchst keine Augendoktor, ja? Augenarzt. Sehr einfach Test. Ja? Anderer Test. Du brauchst eine Kamera, Selfie-Kamera. Und du schließt deine Augen und machst ein Video, Selbstvideo. Was ist wichtig hier? Wir überprüfen unsere Lidmuskeln. So,
Margarita, I will need your help now. So if you're, so this is the lid muscles, and if your eyes are trembling, when your eyes are closed, it also means that you have a spasm in your eyelid muscles. Also, wenn du die Augen geschlossen hast und du aber siehst in dem Video, dass das Lid ein bisschen oder die Augen ein bisschen zittern oder wackeln, das bedeutet, dass es eine Verkrampfung in den Augenlidmuskeln gibt. Yeah. So you can also share in the chart if you have this problem or not. Und du kannst das auch gerne im Chat teilen, ob du dieses Problem hast oder nicht. So sometimes if you close your eyes are trembling. Also manchmal, wenn du deine Augen schließt, dann zittern deine Augen oder vibrieren so ein bisschen. So if you have this problem, this is the indicator of another issue. Wenn du dieses Problem hast, dann ist das ein Indikator für ein anderes Thema. Your eyes are not resting. They are not resting enough. Deine Augen ruhen sich nicht genug aus. Yeah. First, it means that you don't have enough sleep. You don't have enough rest for your body and for your mind. You might have sleeping problems. Als erstes bedeutet das, dass du dich nicht genug ausruhst. Das kann sein, also nicht dein Körper nicht und auch dein Geist nicht. Es kann sein, dass du Schlafprobleme hast. You work on PC a lot. Du arbeitest viel am PC. Or you tense your eyes. Oder du spannst deine Augen an. So these two last tests, they indicate that you are not looking with relaxation. You are looking at the object with tension. Diese beiden Tests, die wir jetzt gemacht haben, die zeigen dir, dass du an die Gegenstände nicht entspannt anschaust, sondern dass du mit Spannung schaust. Yeah. So 3 simple tests and 4 habits we already revealed. Also 3 einfache Tests und 4 Gewohnheiten, die wir schon aufgedeckt haben. Yeah. So let's also check when you look at something. Lass uns jetzt auch noch was anschauen. Wenn du etwas anschaust, Near or far, feel if you sometimes would like to squint your eyes. also entweder wenn du in die Nähe oder in die Ferne schaust, beobachte, ob du das Gefühl hast, als ob du deine Augen zusammenkneifen müsstest oder zusammenpressen müsstest. Frage selbst. Kneifest du deine Augen oder nicht? Wenn du kneifest deine Augen, das ist ein sehr schlechtes Problem für die Augen. Ja. So, squinting the eyes is one of the fundamental big problems. Also das Zusammenkneifen der Augen ist ein wirklich fundamentales Problem. It also starts from your mind. Denn das beginnt auch schon in deinem Verstand, in deinem Geist. I will give you an example. So I started working with children, and then I realized how the eye problems appeared, from the beginning. This is very interesting. Also lass mir ein Beispiel dir erklären. Ich habe angefangen mit Kindern zu arbeiten und mir ist aufgefallen, wie die Augenprobleme sich langsam entwickeln.
Yeah, and I have a very good example of this habit when a boy at the age of 10 started to squint his eyes, and then Und ich habe ein, he provoked the progress of myopia, nearsightedness. ein sehr gutes Beispiel von einem 10-jährigen Jungen, der da die Augen zusammenkneift und damit den Fortschritt der Kurzsichtigkeit verstärkte. Yeah, if you are nearsighted, you have a very interesting feature in your mind. Denn wenn du kurzsichtig bist, hast du eine sehr interessante Eigenschaft in deinem Kopf. For example, when you are looking at something, you are trying to grasp the image and hold it. Denn wenn du kurzsichtig bist, dann versuchst du, wenn du einen Gegenstand anschaust, diesen Gegenstand zu ergreifen und zu halten. For you, it is very psychologically important that the picture is always sharp. Und für dich ist es sehr wichtig, dass das Bild immer scharf ist. If it's getting not sharp, you are getting annoyed. Und wenn es nicht scharf ist, dann wirst du ganz aufgeregt. You are getting stressful, Und dann wirst du gestresst. and you are trying to make an effort to make this picture sharp again. Und du versuchst dich anzustrengen, damit das Bild wieder scharf wird. And it's coming from the childhood. Und das kommt wirklich aus der Kindheit. Yeah, very interesting. Das ist sehr interessant. Yeah, and but what happens in reality? Aber was passiert da eigentlich? Our eyes are working completely different. Unsere Augen, die arbeiten ganz anders. Let me just show you very interesting things. Also lasst mich euch einfach etwas Interessantes zeigen. This is the eyeball from the side. Das ist der Augapfel von der Seite. Yeah, this is the lens. This is the cornea. Das ist hier die Linse, das ist die Hornhaut. This is the retina, the back of the eye. Und das hier ist die Netzhaut, der Augenhintergrund. When you need to see something, there is the object here, and then the light is going through the lens and it's getting accumulated on the back of the eye, which is called retina, in the center of the retina. Wenn du also etwas sehen möchtest, was sich vielleicht hier befindet, dann geht das Licht durch die Linse hindurch und sammelt sich hinten an der Netzhaut. And when all the focus is on the retina, we can see clear, we can see sharply. Und wenn der Fokus auf der Netzhaut liegt, dann können wir scharf sehen. Yeah? And what is interesting, to see clear far, this muscle that controls the lens should be relaxed. Und was interessant ist, um etwas in die Ferne zu sehen, müssen die Muskeln, die hier die Linse kontrollieren, die hier die Linse festhalten, die müssen entspannt sein. But if we need to see something near, this muscle should be contracted. Aber wenn wir etwas in die Nähe sehen wollen, dann muss sich dieser Muskel zusammenziehen. So what does it mean? It means that to see clear, you need to relax your eyes, especially far. Und was bedeutet das? Also, um scharf zu sehen, musst du deine Augen spannen, insbesondere um in die Ferne zu Not to schauen. take the image and hold it. Also, du sollst nicht das Bild, was du siehst, festhalten, But relax your eyes.
aber eben du musst dich entspannen. Du musst die Augen entspannen. But what is also important to understand is if you even would like to see some small text, and if you start tensing your eyes, it's also bad. Aber was auch interessant ist, wenn du vielleicht jetzt versuchst, einen kleinen Text zu lesen und du spannst die Augen dann an, dann ist das auch nicht so gut. Because in that case, you will get a spasm in the muscle. You will see something just for a little bit, but then the spasm will not let you see it clear for a longer time. That's the price that you are paying. Denn wenn du die Augen da zusammenkneifst oder zusammendrückst, dann wird dir das vielleicht erleichtern, dass du das jetzt erstmal besser siehst, aber dann wenn sich die Muskeln verkrampfen und dieser Krampf wird dich noch etwas länger begleiten und der wird dir dann das erschweren, in die Ferne zu schauen. So for you, the priority is relaxation. Also für dich ist in diesem Fall die wichtigste Priorität, dich zu entspannen. Yeah, and what is also important to understand? Was natürlich noch wichtig ist zu verstehen. When your vision is getting blurry, wenn dein Sehen unscharf wird, it's completely normal. Dann ist das sehr normal. Yeah, it could happen when your attention is switching to the peripheral vision, or it's switching to your mind. So you are getting unfocused because you are going inside your mind. You're thinking about something. Denn das kann passieren, wenn sich deine Aufmerksamkeit auf das periphere Sehen verlagert oder wenn du über etwas nachdenkst und sich deine Aufmerksamkeit nach innen in deinen Verstand zurück, in deinen Geist zurückziehst. I will show you focus pocus. Ich zeige dir jetzt Hokus Pokus, ein kleines Wunder. Now I'm looking at Christiane, for example. Yeah. Also jetzt schaue ich hier Christiane an zum Beispiel. Yeah, I can see her earphones. I can see that she is not wearing glasses at the moment. Very good. She's about to smile, but yeah, so I can see her details. Also ich kann ihre Kopfhörer sehen, ich kann sehen, dass sie keine Brille trägt, was sehr gut ist, und ich kann sehen, dass sie auch ein bisschen lächelt. Also ich kann ihre Details sehen. Yeah, and now I am not looking at Christiana. My attention is on my peripheral vision. Und jetzt ist meine Aufmerksamkeit nicht mehr bei Christiane, jetzt ist meine Aufmerksamkeit beim peripheren Sehen. So my physical gaze is still there, but my attention is on the butterflies. They are flying here or around my lamps. I can see also some window. I can see some things here around me. Also mein Blick ist noch gerade ausgerichtet, aber ich kann ein paar Falter sehen, die hier rumfliegen. Ich kann auch ein Fenster sehen, was hier neben mir ist. Also meine Aufmerksamkeit ist eben mehr auf die Umgebung, die Peripherie gerichtet. And now the third mode, my attention is nowhere. So I'm thinking about something else. I'm planning the tomorrow, the day after tomorrow. Und jetzt gibt es noch eine dritte Einstellung, und das ist jetzt denke ich über morgen nach, ich plane das Übermorgen schon und ich bin einfach gar nicht hier. And then I return my gaze back to Christiane. Und jetzt bewege ich meine Aufmerksamkeit, meinen Blick wieder zurück zu Christiane. So what has happened? There are 3 modes. Also, was ist passiert? Es gibt eben diese 3 Einstellungen. The central vision,
das zentrale Sehen. Yeah. So when my attention was focused all on some details. Wenn meine Aufmerksamkeit genau auf ein paar Details gerichtet war. The second mode, I was focusing on the peripheral vision. Die zweite Einstellung habe ich mich auf das periphere Sehen konzentriert. This is the separate topic of conversation. I'm sure that you are not aware of it, most of you. Und das ist natürlich ein ganz anderes Thema und ich bin mir bewusst, dass ihr vielleicht darüber euch gar nicht so richtig bewusst seid. Yeah. And when I was focusing on the peripheral vision, my central vision, the central Christiana, was blurry. Und wenn ich jetzt mich auf das Periphere konzentriert habe, dann war Christiane in dem Moment etwas einfach unscharf. And when I switched my attention to the day after tomorrow, some future, my vision was completely blurry because I was not looking somewhere. Und in der dritten Einstellung, als ich mich auf das Übermorgen konzentriert habe, da war mein Sehen vollständig unscharf. So what's happening when you are working on PC and when you're reading? Sometimes you can see blurry. Also, was passiert manchmal, wenn du am PC arbeitest oder etwas liest? Manchmal wird es unscharf. Of course, it could be because of your tension, because you're getting tired. Natürlich kann das sein aufgrund deiner Spannung und weil du müde bist. But your brain, on purpose, switches your attention to your peripheral vision, so your central vision could have a rest. Aber dein Gehirn stellt vielleicht absichtlich auf das periphere Sehen um, so dass dein zentrales Sehen eine Pause haben kann. And instead of getting annoyed about it, you should start getting enjoy when your central vision is blurry. Und anstatt dich darüber aufzuregen, solltest du dich darüber freuen, wenn dein zentrales Sehen etwas unscharf wird. Let's do the exercise. Let's stand up. Lass uns eine Übung machen. Lass uns aufstehen. Yeah. And let's just have a look forward. Und lass uns some distant object. einfach geradeaus schauen auf ein entferntes Objekt. And then switch your attention to your peripheral vision, to the vision on the right, on the left. Und jetzt bring deine Aufmerksamkeit zum peripheren Sehen, nach links oder nach rechts. And you could notice that the central vision, the central image, is getting blurry. Und dann kannst du feststellen, dass das zentrale Objekt einfach etwas unscharf wird. And instead of getting annoyed about it, enjoy this state. Und anstatt dich darüber zu ärgern oder aufzuregen, solltest du diesen Zustand genießen. Let's do this exercise in dynamic. Lass uns jetzt diese Übung in einer dynamischen Form Move your machen. attention back to the central object. Bring deine Aufmerksamkeit wieder zurück zu diesem Look zentralen as Objekt far as possible and move your body from right to left. und bewege jetzt deinen Körper von links nach rechts. Yeah, I can see the lights. Ich kann die Lichter sehen. And now switch your attention to the peripheral vision and try to save this picture and try to move your body from right to left and from left to right. Und jetzt
Bring deine Aufmerksamkeit zum peripheren Sehen und bewege deinen Körper von links nach rechts und von rechts nach links. So work with your joint, yeah, not only just with your body. So rotate your joint here. Also bewegt wirklich eure Hüftgelenken. So practice, I will check you. Und bitte übt das und ich überprüfe das. So switch from the central vision to the peripheral vision. Und bewegt jetzt eure Aufmerksamkeit vom zentralen Sehen zum peripheren Sehen. Ursula, you are moving together with your head, not only the body. The head is also moving. Ursula, dein Kopf bewegt sich auch. Brigitte, you are turning too quick. Katyani. Please take off your glasses when you are practicing. Denise, take off your glasses. Nehmt eure Brillen dabei ab und macht die Bewegung nicht zu schnell. Yeah. Willi, not so fast, please. Nicht zu schnell, bitte. Too fast. Too fast. Nicht zu schnell. Ja. Margarete, kein Problem, ich kann das sagen, kein Problem. So, du drehst deine Körper nicht so schnell. Und du benutzt, wir benutzen zuerst unsere zentrale Sehen, wenn wir fokussieren auf ein Objekt in der Ferne. Es ist egal, welches Objekt wir fokussieren, ja? Ja. In der Ferne, ja? Und dann wir bewegen unsere Körper von Seite zu Seite. Hier, die Objekt ist immer andere, ja? Und zum Beispiel, für mich, wenn es nicht dunkel, ich kann Berge benutzen. Eine Linie entlang Berge, ja? Die Berge ist dort, ja? Ein See ist dort. Alles ist dunkel jetzt. Und dann fokussieren wir auf unsere periphere Sehen. Dann sehr langsam, wir bewegen unsere Körper. Und unsere Aufmerksamkeit ist hier, so alle. Aber nicht auf zentrale Punkte. Das ist hier. Okay, das reicht. So, please, bitte schreibe in the chart, wie war, wie es war für dich. So, kannst du das machen oder nicht? Es ist kompliziert, Technik. Nicht einfach. Ohne Brille ist alles unscharf. Ja. Margarita, could you translate that? It's another issue. If you are wearing glasses all the time, this is a really bad habit. You cannot recognize what is clear, what is not clear, because everything is unclear without glasses for you.
Ja, das ist natürlich ein großes Problem, denn wenn du natürlich die ganze Zeit Brille trägst, dann kannst du nicht mehr unterscheiden, was ist etwas schärfer und was ist etwas unschärfer, und dann kannst du das nicht mehr genau unterscheiden. Wearing glasses, especially if you have very bad eyes, is a real problem. Brille zu tragen, insbesondere wenn du wirklich sehr schlechte Augen hast, ist ein wirkliches Problem. Yeah. You should have another habit. Try to get less dependent on the glasses. Wear glasses as less as possible every day. Start from 10 minutes and add 1 or 5 minutes every day. So you are not so dependent on the glasses. Du solltest also eine neue Gewohnheit etablieren und dich von der Brille etwas unabhängig machen, dass du nicht mehr so ganz so abhängig davon bist. Beginn damit vielleicht 10 Minuten am Tag ohne Brille und einfach steigere das dann eben von Tag zu Tag, so dass du nicht mehr ganz so abhängig bist von der Brille. Use weaker glasses without frame, like Britta's. Und nutze eine etwas schwächere Brille und eine Brille ohne Rahmen, so wie Britta das hatte. Yeah, so they have no frame. They're just a glass here. It's Also better for the peripheral vision. Die haben keinen Rahmen mehr, das ist einfach nur das Glas und das ist besser für das periphere Sehen. Yeah, and weaker glasses means from 50 to 70%. Und eine schwächere Brille bedeutet, dass sie ungefähr 50-70% nur korrigiert. Yeah. Okay. So the question is, how can you figure out all these habits? How can you work with them? And how can you combine working with all these habits with energy practices, with posture exercises, how it all work together? Und die Frage ist jetzt, wie kannst du das alles kombinieren? Also die Praxis, die wir jetzt gemacht haben, mit dem gesunden Sehverhalten, mit einer gesunden Haltung. Wie kannst du das alles zusammen kombinieren? The answer is very obvious. You just learn the method and integrate it into your daily life, and that's it. It starts working. Die Antwort ist sehr einfach. Du lernst einfach die Methode und beginnst sie in dein Leben zu integrieren. Das ist sehr einfach. Yeah. And for today, we have very good news for you, because I would like to give you a present. Und für heute haben wir auch noch sehr gute Nachrichten, denn ich möchte euch ein Geschenk machen. Yeah. And as Britta promised, you can download your gift certificate. Und wie Britta es angekündigt hat, könnt ihr euch euren Geschenkgutschein herunterladen. Let me share the download link for you. Lass mich hier im Chat den Download-Link teilen. Yeah. And I will explain what it is for, how you can use it. Und lass mich euch erklären, wie es funktioniert und wie ihr es benutzen könnt. Yeah. This certificate can be used until the 22nd of October. Dieser Geschenkgutschein könnt ihr bis zum 22.10.2023 einlösen. Yeah, and you can use it to join my workshop in Frankfurt live or live stream. Und ihr könnt den nutzen für den Workshop in Frankfurt, und zwar für den Livestream, aber als auch für den Präsenzworkshop. The workshop is a very good way to get very deeply in my method that I represent. Denn der Workshop ist eine sehr gute Möglichkeit, um wirklich tief in die Methode einzusteigen, die ich repräsentiere. You'll be able to test your eyes, to test different habits
and you'll be able to start integrating healthy visual behavior in your daily life. Du wirst also sehr tief einsteigen und du wirst lernen wirklich, wie du diese gesunden Sehgewohnheiten in dein tägliches Leben integrieren kannst. And if you've been on my workshop, please welcome to join again, because I have many students who are repeating this stuff, and my workshops never the same. They are always improved. Und wenn du schon einen Workshop teilgenommen hast, bist du herzlich eingeladen, wieder daran teilzunehmen, denn meine Workshops sind niemals gleich. Ich versuche sie immer zu verbessern und ich habe viele Schüler, die öfters wiederkommen. If you have a chance, you're welcome to join live. If you cannot travel, you can join via Zoom. It will be a hybrid event. Wenn du live dabei sein möchtest, kannst du dabei sein. Wenn du nicht reisen kannst oder möchtest, kannst du auch über Zoom dabei sein. Es ist ein hybrides Event. Ja. Und ich denke, dass wir werden mehr Übungen haben im Workshop. So nicht so viel theoretische Teil, aber viel Übungen. So ich spreche Deutsch mehr, so eine Besetzung ist nicht ein Problem für dich. Aber Margarete ist wunderbar. sie übersetzt sehr schön, sehr gut. So kein Problem mit Besetzung. Manchmal ich spreche Deutsch, manchmal Margarete hilft mir. Okay, so wir werden viel Teil haben. Jeder Teil ist ungefähr 1 Stunde und halb und vier Sitzungen, ja, jeden Tag. Jede Sitzung 1 Stunde und halb. Und jede Sitzung ist Qigong oder Augentraining oder gesunde Haltung, Übungen und so weiter. So, das ist sehr interessant. Das ist nicht über theoretische. So we will practice most of the day. So we will not talk a lot. We will do one-step theory, one-step practice, but mostly it will be practice. Also wir werden sehr viel üben. Also es wird natürlich auch ein bisschen Theorie dabei sein, aber der Schwerpunkt liegt auf der Praxis. Yeah, so you can register using the gift certificate. You can see the website here, Healthy Vision Online, der Workshop. Du kannst dich registrieren, du kannst den Geschenkgutschein einsetzen. Yeah, and just you will register via Frankfurter Ring, and you will tell them that you have a 10% discount using the gift certificate, and then the reduction will be activated for you, no problem. Also du meldest dich über den Frankfurter Ring an und dann kannst du schreiben, dass du einen Geschenkgutschein hast und dann wird die 10% abgezogen. Yeah. If you have already registered for the workshop, you can also choose if you can apply this gift certificate for the workshop, or you can order a private session, no problem. Wenn du dich schon angemeldet hast, dann kannst du dich entscheiden, ob du diese 10% auf den Workshop haben möchtest oder auf eine Einzelberatung. Yeah, the private session is relevant for those who cannot take a part in the workshop and who has no time, just 1 hour or so. Then private session could be a possibility. Eine Einzelsitzung ist interessant für diejenigen, die keine Zeit haben, die vielleicht nicht reisen können oder kein ganzes Wochenende Zeit haben. Und dann kann eine Einzelstunde eben schon auch sehr viel bringen.
you can also give this certificate to your friend, and then you will get this discount and your friend will also get it. Und du kannst dieses Zertifikat auch an deine Freunde weitergeben und dann werden deine Freunde 10% dafür bekommen und du bekommst auch 10%. Yeah. So in Finkenhof, in the place near Frankfurt Ring office, we don't have a lot of space, so we are limited with the space because we have already reserved, we have already booked the hall. So if you have a chance to book live participation, please hurry up. Und im Finkenhof, also das ist in der Nähe vom Büro vom Frankfurter Ring, den wir gebucht haben, den Raum, da haben wir natürlich auch ein bisschen limitierte Plätze. Also das heißt, wenn du live dabei sein möchtest, dann solltest du dich beeilen, das zu buchen. But live stream, of course, there is no limitation except my attention, which is also not endless. Aber für Livestream ist das natürlich kein Problem, außer das ist natürlich ein bisschen begrenzt, weil meine Aufmerksamkeit vielleicht etwas eingeschränkt ist, weil ich da nicht so viele natürlich Teilnehmer vielleicht die Aufmerksamkeit geben. We start on October 28 at 10 o'clock and finish at 5. We will have a break for lunch and also small breaks within sessions. As I said, 4 sessions a day. Wir beginnen um 10 Uhr und wir sind um ca. 17 Uhr fertig. Wir haben jeweils 1,5 Stunden und zwischen den Sessions auch immer kurze Pausen und dann haben wir natürlich eine Mittagspause. Yeah. You can also take a part in one day if you cannot take a part in the second day, but of course I recommend you to take both days. Und wenn du natürlich nicht an beiden Tagen dabei sein kannst, dann kannst du natürlich auch nur einen Tag buchen, obwohl ich natürlich immer 2 Tage empfehlen würde. Okay, so I have some time and we can discuss some questions for you. So please ask your questions. Gibt es das Buch bei Hügen Dubel? Also What is this? This is a bookshop. It's like Amazon. Yeah, but not. No. I have just published my book myself, and we are selling it privately. We are not using Amazon at the moment or other tools. At the moment, no. Also das Buch gibt es im Moment nur, ich habe das jetzt gerade selbst veröffentlicht, also es gibt es nicht bei Hugendubel oder Amazon, aber man kann es einfach über die Webseite oder den Frankfurter Ring eben bestellen. Yeah, but I can share the link how you can order my book if you like, no problem. Aber ich teile hier den Link, wo du das Buch bestellen kannst, kein Problem. Here and moment, it's here. Piotr, ich habe eine Frage an dich. Denn wie schaffe ich bei Hashimoto Steatosis Autoimmun meine sehr scharf? Yeah, just a second, I will copy this question. I saw this question. Yeah. So there. Do you know the Hashimoto? Do you know this thyroid? Sorry. I maybe I shared. No, I shared it. No. That's fine. Yes, you shared it. Yes. Mm-hmm. So the question is about how to recover the eyesight with a Hashimoto, which is a thyroid autoimmunity illness. This is the I understand. I saw this question, Marina. For you,
we should discuss it at the private session, because all autoimmune problems, they start from psychosomatic things, and we should discuss the real causes of this problem. Also bei Autoimmunerkrankungen, die beginnen alle auch im Geist. Das heißt, da sollten wir eine Einzelstunde vereinbaren und da die Ursache besprechen. Just a second. I have also more questions shared. Habe einen Schnelle mit linken Augen und ein leichtes. Katja, yes, we can organize private session via Zoom or live in Frankfurt. In Frankfurt it's also possible to book the session. Also man kann die Einzelsitzungen live oder auch über Zoom machen. Also man kann sie auch in Frankfurt buchen, wenn er in Frankfurt ist. Margarita, could you translate, Yes. please? The one you posted? Yeah. Okay. So he has a strabismus with, there's a strabismus with the left eye and a little bit on the right. It is worsening. It's in the age of 40. And the doctors said they are guessing that this comes from childhood and that the muscle is the muscle is not working, but let me just see. I understand, okay. Yeah. No, for you with such a strabismus, I also recommend to book a session, because it will need a private work first, and then you can come to the workshop. Also in so einem Fall würde ich auch empfehlen, eine Einzelsitzung zu machen, denn dann können wir das erstmal detailliert besprechen und dann kannst du vom Workshop profitieren. Yeah, I will come to Frankfurt on the 23rd of October and leave on the 4th of November. Also ich komme nach Frankfurt am 23. Oktober und gehe wieder am 4. November. So I will be approximately for 2 weeks, and we will have open dates for booking a session. So if you need a session, we can arrange it before the workshop or after the workshop. If you cannot attend the workshop. Wir haben da noch sehr viele Möglichkeiten. Also ihr könnt tatsächlich vor oder auch nach dem Workshop noch Sessions buchen. Wie viel kostet eine Session? How much is a session? A private session? Ein Moment. Ich can also share this information. Just a second. Ich teile da auch diese Information und den entsprechenden Link im Chat. Wann ich die Übungen, Johannes is asking, just a second question. Wenn ich die Übungen alle mache und ich meine Kurzsichtigkeit minus 4,75 zurückgeht, wie gehe ich dann mit meiner Brille im Alltag um? Geht die Rückbildung wieder zurück, wenn ich die Sehkraft langsam besser wird? I don't understand the second part of the question, but the first part, yes. When I do all the exercises and my myopia is getting better,
how do I handle my glasses in the everyday life? Yes, that's the question. Because people have spent fortune for the glasses and they care about the glasses. Will they have to pay for buying new glasses? You should care about your eyes, first of all. That should be your priority. Das ist ein Problem, weil natürlich viele ein Vermögen für ihre Brille bezahlt haben und sie natürlich denken, dass sie immer wieder eine neue Brille kaufen müssen. Aber ihr solltet euch als erstes mal um eure Augen sorgen. If you're interested in buying cheaper glasses, you can buy it here. You can order it in Portugal via online or here in Serbia, in Belgrade, and it will cost you maximum 200 euro, but not 1,000 like in Germany. Wenn du Interesse daran hast, eine etwas günstigere Brille oder Gläser zu bekommen, dann kannst du sie in Portugal oder hier auch in Serbien oder in Belgrad kaufen und die kosten dich vielleicht 200 Euro und nicht so 1.000 Euro wie in Deutschland. Yeah. And when you work on PC, you can use weaker glasses. Working on PC is a different topic of conversation. You are working very close, and if you are using a big screen, if you're training your eyes, at some point you will be able to use no glasses. So, kein Problem, ich kann das sagen in Deutsch. So, wenn du arbeitest an PC, es ist perfekt, wenn du kannst das machen ohne Brille. Ja? Besonders, wenn deine Augen sind nicht so schlecht. Mit -4 und mit -5, es ist, wenn du trainierst deine Augen, das ist okay für dich, am PC zu arbeiten ohne Brille. Kein Problem. Ja? Trainiere deine Augen und alles wird okay sein. Keine Sorge. Hilft die Methode bei Astigmatismus? Ja, es hilft. Aber du solltest auf deine Hauptprobleme konzentrieren und fokussieren. Das ist Kurzsichtigkeit. Ja? Das ist dein Hauptproblem. Und dann, wenn du wenn du hast dein Hauptproblem verbessert, dann Astigmatismus ist besser. Mhm. Oh, very okay. The last question, and we will finish. Instinktiv Handhabe. Could you translate? Instinctively, the person has worn the glasses only when really needed. That started with 40 and is today 60 years old. And he or she works as physiotherapist and as a consultant for companies in ergonomics for the working places. And still the eyes got worse. Even when the person I understand. used what you were. If we have 15, wir haben 15 gesunde Gewohnheit. Das bedeutet nicht alles gesunde Gewohnheit sind in ihrer jeden Lebens. Yeah? So it means that not all the 15 habits are integrated in your daily life. Das bedeutet, dass nicht alle 15 dieser gesunden Sehgewohnheiten schon ins Leben integriert sind. Yeah. Okay, I'm very sorry that I couldn't answer all your questions. Es tut mir sehr leid, dass ich nicht alle eure Fragen beantworten konnte. We will have more time to talk to you on private.
Aber wir werden natürlich sehr viel mehr Zeit noch haben, miteinander zu sprechen. Yeah. So if you would like to have a private conversation, you are welcome to book a private session. If you would like to come to our workshop, you're welcome, because this is a really great opportunity. If you cannot come yourself, please give this certificate to the people who really need it. Maybe your friends or the people you know. Also wenn wenn ihr euch gerne noch mal weiter über eure Themen unterhalten möchtet, seid ihr natürlich herzlich eingeladen, eine private Sitzung zu buchen und oder eben auch den Workshop zu besuchen und den Gutschein zu verwenden. Und wenn ihr diesen Gutschein selbst nicht verwendet, dann gebt ihm jemand, der es vielleicht wirklich braucht und der davon profitieren kann. Yeah. If you cannot take part yourself, please present this, give this certificate to the people who really need it. Wenn du also das selbst nicht teilnehmen kannst, dann gib einfach diesen Gutschein jemandem, der das wirklich gut gebrauchen kann. Yeah. Or join yourself. We will be very happy to see you all. Thank you very much. Thank you, Margarita, and ciao, ciao. Thank you. Bye. Bye bye.